Der Titicacasee ist nur gut 50 Kilometer von La Paz entfernt. Und doch trifft man hier auf eine ganz eigene Welt. Jetzt im Oktober befindet sich die südliche Hemisphäre mitten im Frühling. Viele der Dorfbewohner sind auf den weiten ebenen Rändern des Sees tätig, hüten ihre Herden oder sind bei der Feldarbeit. Rings um den See konnte sich seit alter Zeit der Ackerbau der hier ansässigen Aymara-Indianer behaupten. Die enorme Größe des Sees, fast 13 Mal größer als der Bodensee und bis zu 300 Meter tief, bildet mit seiner Wassertemperatur um die 11 Grad ein Mikroklima und gleicht die harten Unterschiede zwischen Tag und Nacht aus. Nächtlicher Frost ist trotz der Höhe von über 3800 Meter eher eine Ausnahme. An sich ist auf diesen öden und kalten Hochebenen zwischen den Schneegipfeln nur eine dürftige Viehzucht möglich. Auf den Feldern arbeiten Männer und Frauen gleichermaßen. Die schwereren vorbereitenden Tätigkeiten, wie zum Beispiel das Pflügen, übernehmen die Männer. Die Frauen düngen, säen, pflanzen und jäten. In früheren Zeiten wurde der Fluch, der aus einem angespitzten Baumstamm besteht, noch von der ganzen Familie gezogen. Die heutigen Rindergespanne bedeuten eine erhebliche Erleichterung bei der Feldarbeit. Angebaut werden vor allem Kartoffeln, daneben Mais, Gerste, Erbsen und hier auch Mohrrüben. Daneben bietet sich der See zum Fischfang an und ist eine weitere wichtige Nahrungsgrundlage. Die Größe der Äcker sind allesamt bescheiden und der Ernteertrag dürfte kaum über den Eigenbedarf einer Familie hinausgehen. Diese Gegend um Puerto Perez herum, im Südostzipfel des Andenmeeres, ist eine beschauliche und friedliche Idylle. Gerade so, als wenn die Zeit um viele Jahre stehen geblieben wäre. Die Luft ist unglaublich klar in dieser Höhe. Im grellen Gegenlicht erscheint das von kleinen Wellen bewegte Wasser, als würde die Sonne glitzernd und flimmernd von abertausenden Platinspiegeln reflektiert.
Das Schilf wächst schnell, glücklicherweise, denn die Uferbewohner schneiden es so schnell, wie es wächst, weil es ihnen zu mancherlei Zwecken dienen muss. Mit Lehm vermischt ist das Schilfrohr ein ausgezeichnetes Baumaterial für Häuserwände. Außerdem wird es zum Dachdecken benutzt. Es werden Matten und Vorhänge hergestellt und Matratzen daraus bereitet. Nicht zu vergessen die Schilfboote. Doch auch viele Wasservögel und Fische sind auf das Schilf angewiesen. Sie benötigen es, um ihre Brut darin großzuziehen. Die Isla del Sol im Titicacasee ist ein sagenumwobener Ort. Gleich nach der Landung stehen wir vor den Ruinen des Pilcocaina-Palastes, vom Inka Tupac Yupanqui erbaut. Nach einer Inka-Legende war die Insel der Geburtsort des Schöpfergottes Viracocha und der mythische Ursprungsort des ersten Inka. Letztendlich soll die Isla del Sol die Keimzelle des Inka-Imperiums sein. Ursprünglich hieß die Insel Titicachi. Davon leitet der Titicacasee seinen Namen ab. Unser Gepäck wird durch Esel zu unserer Übernachtungsposada transportiert. Die schöne Aussichtsterrasse ist der ideale Platz, sich einen Sundowner zu genehmigen. Auch kleine Jungen schleppen als Träger schweres Touristengepäck nach oben. Für die Quechua- und Aymara-Indianer ist die Sonneninsel und der Titicacasee heilig. Im Licht der letzten Sonnenstrahlen sitzen die Frauen vor den Haustüren, klönen, handarbeiten und spinnen die Lamawolle zu Garn. Aus mehreren Richtungen tauchen am Dorfrand nun Schafe, Esel und Lamas auf. Sie werden für die Nacht zu ihren Stellen im Dorf getrieben. Die Esel befördern das für den Kochherd gesammelte Feuerholz. Es sind auf der 10 Kilometer langen Insel noch einige weitere Inka-Ruinen zu entdecken. Doch das wäre eine ganztägige Wandertour. So viel Zeit haben wir leider nicht. Am Morgen des neuen Tages sind wir unterwegs zum Bootsanleger Escalera del Inca. Im Laufe des Nachmittags wollen wir Puno in Peru erreicht haben. Hier unten in der Nähe des Schiffsanlegers endet auch, direkt neben dem Fuente del Inca, einem Quellbrunnen, die mehrere hundert Stufen lange Inka-Treppe. In der Bucht, ganz im Westen des Titicacasees, an der sich auch die Stadt Puno befindet, leben die Nachfahren der Uros auf ihren schwimmenden Inseln. Auf der Fahrt dorthin bahnt sich das Boot seinen Weg durch einen breiten Schilfkanal. Lebten im 19. Jahrhundert etwa 4000 Familien auf den Inseln, sind es heute nur noch 150.
Von den Inkas konnte das Volk der Uros nie unterworfen werden, da sie sich bei Auseinandersetzungen immer auf ihre Schilfinseln zurückziehen konnten. Das Tortora-Schilf war und ist das Lebenselement dieser Seemenschen. Aus ihm bauen sie ihre Inseln, Hütten und die bekannten Schilfboote. In den Seeboden gerammte Stämme und dicke Steine bewahren die Inseln vor dem Abdriften. Sogar eine Nahrungsquelle ist das Schilf. Die zarten Teile der Stängel werden wie Gemüse verwendet. Die Mahlzeiten werden auf einem Herd aus Ton gegart. Auf den 3 oben liegenden Öffnungen stehen die Töpfe in entsprechender Größe. So wird effektiv die Hitze genutzt. Die wird selbstverständlich durch das Verbrennen von Schilf erzeugt. Auch hier gehören Kartoffeln zum Grundnahrungsmittel. Die Region des Titicacasees wird als weltweiter Ursprung des Kartoffelanbaus betrachtet. So eine schwimmende Insel kann 2 bis 3 Familien beherbergen. Während die Männer auf Fischfang oder Entenjagd sind, bereiten die Frauen die Mahlzeiten zu. Die Schilfrohrbündel, aus denen die Inseln bestehen, müssen in regelmäßigen Abständen ausgewechselt werden, da sie sich mit der Zeit voll Wasser saugen und zu sinken drohen. Zwischendurch wird über die Oberfläche immer mal wieder eine neue Lage Schilf gestreut. Auch einen eigenen Forellenteich hat man hier. Nach unten ist er mit einem Netz verschlossen. Sogar die Fische haben die Schilfstückchen zum Fressen gern. Da nahezu sämtliche Reisenden dieser Region die schwimmenden Inseln besuchen, ist es kein Wunder, dass ihre Bewohner heutzutage größtenteils vom Tourismus leben. Mit interessanten Worten werden die selbstgefertigten Reiseandenken erklärt. Historie und einiges aus der Sagenwelt bilden den Inhalt auf den beeindruckenden Wandbehängen, die ein reizvolles Souvenir sind. Nach diesem Erlebnis mit den schwimmenden Schilfinseln sind wir unterwegs zu neuen Ufern.